Platon wusste schon, willst du deinen Körper heilen, musst du zuerst deine Seele heilen. Wie viele Körper hat ein Mensch? Die 4 Energiekörper des Menschen. Während die Aura in vielen Lehren als einheitliche Energiehülle des Menschen gesehen wird, benennt die westliche Reiki-Lehre die einzelnen Schichten namentlich und unterteilt sie in 4 Ebenen. Ätherische Aura gleich Ätherkörper, emotionale Aura gleich Emotionalkörper oder Astralkörper, mentale Aura gleich Mentalkörper, spirituelle Aura gleich Kausalkörper. Es gibt verschiedene Systeme mit 7 oder 9 Körpern. Wir befassen uns heute aber mit den 4 Körpern. Der Energiekörper, oft auch ätherischer, emotionaler, mentaler und kausaler Körper genannt, ist ein unsichtbares Energiefeld, das unseren physischen Körper umgibt und durchdringt, auch Aura genannt. Es wird angenommen, dass er aus mehreren Schichten besteht, die mit den Hauptchakren verbunden sind, die entlang der Wirbelsäule verlaufen. Diese Chakren sind dafür verantwortlich, die Energie durch den Körper zu leiten und unser physisches, emotionales und geistiges Wohlbefinden zu beeinflussen. Ein gesunder und ausgeglichener Energiekörper ist wichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wenn unsere Energie aus dem Gleichgewicht gerät, kann dies zu körperlichen, emotionalen und geistigen Beschwerden führen. Wenn du dich für dieses Thema interessierst, bleib dran. Nummer 1. Der Ätherkörper. Aus dem Äther beziehst du deine Kraft zum Leben. Diese verteilt sich in alle Energiekörper, sodass du deine Fähigkeiten voll ausschöpfen kannst. Der Ätherkörper stellt die Verbindung zur kosmischen Energie dar, die er in deinen Körper leitet. Je harmonischer dieser Austausch ist, desto besser sind alle Energiekörper versorgt. Dann ist deine Psyche ausgeglichen und du fühlst dich willkommen in dieser Welt. Ist der Energiefluss jedoch gestört, kann das beim Menschen zu einer Schwächung des Ätherkörpers führen. Mit einigen sehr wirkungsvollen Methoden lassen sich die Energieflüsse wiederherstellen und den Ätherkörper reinigen. Der Ätherkörper versorgt dich mit Lebensenergie und ist die erste Schicht deiner Aura, die deinen physischen Körper umhüllt. Die Energiewolke ist zwischen 10 und 20 cm breit. Ihr folgt der Emotionalkörper. Je sorgsamer du mit deinem physischen Körper umgehst, desto mehr verfeinert sich der Ätherkörper. Hier haben auch alle Chakren an den Stellen ihren Sitz, an denen sich im physischen Körper die lebenswichtigen Organe befinden. Die Energie wandert über die Chakren in die einzelnen Energiekörper und manifestiert sich dort entsprechend der vorherrschenden Schwingungen. Welches Chakra ist dem Ätherkörper zugeordnet? Dem Ätherkörper ist das Wurzelchakra zugeordnet. Es ist das unterste der 7 Hauptchakren und hat seinen Sitz am Beckenboden. Die Themen, für die das Wurzelchakra steht, sind Bodenhaftung, Erdung, Stabilität und Sicherheit. Ursachen eines gestörten Ätherkörpers. Im harmonischen Zustand strahlt der Ätherkörper in silberweiß bis rosa. Treten im Energiefeld zunehmend Schatten und Verfärbungen auf, sind Disharmonien vorhanden. Die Lage der Flecken zeigt an, welche Bereiche im physischen Körper betroffen sind und Symptome entwickeln. Geht es dabei um allgemeine Erschöpfungszustände, zeigen sich im Energiefeld graue Schleier. Sind Organe oder Gefäße von Erkrankungen betroffen, färben sich die dazugehörigen Stellen im Ätherkörper dunkelbraun. Der Ätherleib, das Medium für die Energieversorgung. Der ätherische Körper wird auch Ätherleib genannt und ist eigentlich kein eigenständiger Energiekörper. Er ist das Bindeglied zwischen unserem physischen Körper und unserem Astralleib, mit dem wir uns auf nicht materiellen Ebenen bewusst bewegen können. Der Ätherkörper füllt quasi den Raum zwischen unserem Astralleib und unserem physischen Körper und stellt eine energetische Brücke her. Ätherkörper reinigen und energetisch aufladen. Je ausgeprägter der Ätherkörper ist, desto besser sind alle deine Körper versorgt. Chronische Erkrankungen, anhaltende Ängste, Traumata
oder energiearme Ernährung führen dazu, dass die Lebensenergie nicht in ausreichendem Maße in deine Energiekörper und den physischen Körper dringen kann. Energiereiche Nahrung und ausreichend Schlaf sorgen dafür, dass dein Energieniveau ausgeglichen ist. Zusätzlich musst du auf deine Gedanken und Gefühle achten und diese positiv ausrichten. Du kannst den Ätherkörper stärken, indem du täglich weiße Energie visualisierst, die sich in deinem Körper ausbreitet. Bist du täglich von Menschen umgeben, die ein niedriges Energielevel besitzen und negative Gedanken beherbergen, solltest du den Ätherkörper regelmäßig reinigen. Das ähnelt einer Dusche, die du jedoch auf der geistigen Ebene vornimmst, um dich von destruktiven Gedankenmustern zu reinigen. Außerdem solltest du regelmäßig deine eigenen Überzeugungen hinterfragen und testen, um einen Energieverlust zu vermeiden. Eine sehr wirksame Methode zur Reinigung eines blockierten Ätherkörpers ist die Chakra-Meditation. Dabei fokussierst du dich voll und ganz auf das dem Ätherkörper zugeordnete Wurzelchakra. Verbinde dich mit deinem höheren Selbst und harmonisiere dein Basischakra mit positiven Gefühlen und Gedanken. Nach und nach befreist du dich von allem Negativen. Jetzt ist dein Energiezentrum wieder in Balance. Dein Ätherkörper ist rein und sauber und glänzt wieder in leuchtenden Farben. Reinige deinen Ätherkörper mit Hilfe von Yoga. Auch gezielte Atemübungen, Pranayama, können eine klärende Wirkung haben und deinen Ätherkörper weiten. Eine Aura-Reinigung ist eine weitere Möglichkeit, einen geschwächten Ätherkörper zu reinigen. Menschen mit einer sehr fortgeschrittenen spirituellen Entwicklung vermögen zum Beispiel die Farben deines Ätherkörpers und damit auch Energielecks zu erkennen. Nimmt der Aurasichtige an einer bestimmten Stelle eingetrübte Farben, Verfärbungen oder Flecken wahr, können entsprechende Maßnahmen zur Reinigung eingeleitet werden. Um deinen Ätherkörper zu heilen, kannst du auch ein Mantra singen oder rezitieren. Energiearbeit mit Schutzsymbolen. Zur Stärkung deines Ätherkörpers können Schutzsymbole beitragen. In den uralten Ornamenten der heiligen Geometrie, wie zum Beispiel der Blume des Lebens, ist die Kraft des Universums gespeichert. Sie sorgt dafür, dass sich das Energielevel durch positive Schwingungen hebt. So kann dein aus der Balance geratener Ätherkörper wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Nummer 2. Der Emotionalkörper oder Astralleib. Bist du ein sensibler Mensch und für die Thematik offen, kannst du die verschiedenen Auraschichten wie beispielsweise den Emotionalkörper mit deinen Händen fühlen. Sehr empfindsame Menschen nehmen diese feinstofflichen Energiekörper auch über das sogenannte dritte Auge wahr. Wo liegt der Emotionalkörper? Der ätherische Körper ist am dichtesten um den physisch sichtbaren Körper gelagert. An ihn schließt sich der Emotionalkörper an, der sich über eine Breite von ca. 10 cm erstreckt. Dahinter folgen der Mentalkörper, der Astralkörper und als letzte Schicht der Emotionalkörper. Der Emotionalkörper ist wie eine durchlässige Schicht, die erst mit einiger Übung wahrnehmbar ist. In ihm sind alle positiven und negativen Gefühle gespeichert, die du bis heute erlebt hast. Dabei sorgen die negativen Empfindungen für dunkle Stellen in der Aura, während glückliche Gefühle dich in helle und sehr klare Farben hüllen. Was ist im Emotionalkörper gespeichert? Alle Empfindungen, die du in deinem Leben durchgemacht hast, werden in diesem Feld gespeichert. Besonders traumatische Erfahrungen in der Kindheit werden hier aufgefangen und festgehalten, bis sich die Psyche so weit entwickelt hat, dass an eine Heilung gedacht werden kann. Die Gefühle der Kindheit werden in einer passenden Situation hochgespült, obwohl sie mit der Gegenwart nichts zu tun haben. So hilft uns die Natur zu verarbeiten, was uns in jungen Jahren undenkbar schien. Liebevolle Gefühle zeugen von einem entwickelten Selbstwertgefühl und einer gesunden Selbstliebe. Aufgrund von Verletzungen, Ängsten und dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, verdunkelt sich der emotionale Körper im Laufe des Lebens in zunehmendem Maße. Welches Chakra korrespondiert mit dem Emotionalkörper?
Jeder feinstoffliche Energiekörper ist einem ganz bestimmten Chakra zugeordnet. Die meisten Energieknoten des Emotionalkörpers sammeln sich im Sakralchakra. Das Sakralchakra kommuniziert mit ungelösten Gefühlen, die es immer wieder aufruft und uns dadurch in schwierige Situationen bringt. Diese Beobachtungen machen es möglich, den bewussten Weg zur Befreiung von Schmerz zu gehen. Über das Herz- und Kronenchakra ist es möglich, negative Gefühle zu heilen und bewusst aus dem Emotionalkörper zu lösen. Was deutet auf einen gestörten Emotionalkörper hin? Verletzte Gefühle werden immer wieder aufgerufen und bewirken verschmutzte Energiefelder, die auch die anderen Körper beeinflussen. Äußerlich erlebst du diesen Energiefluss als mangelndes Selbstvertrauen, Planlosigkeit und dem Gefühl, dass du in dieser Welt keinen Platz hast. Im Extremfall fühlst du dich zu keiner emotionalen Regung fähig, weil du dich vor deinen Gefühlen schützt, was bis zu Depressionen reichen kann. Auch Selbsthass und eine gestörte Sexualität können durch einen gestörten Emotionalkörper hervorgerufen werden. Emotionalkörpertherapie. Wie kannst du deinen Emotionalkörper energetisch reinigen und klären? Liebevolle Gefühle entstehen ganz von selbst in dir, wenn du zum Beispiel einem Baby in die Augen blickst. Selbst wenn sich dein Leben dunkel anfühlt, es gibt Dinge, die dich zum Lächeln bringen und dir ein gutes Gefühl machen. Konzentriere dich verstärkt auf diese Dinge, damit sich deine Aura klärt. Eine sehr gute Methode, den Emotionalkörper zu reinigen, ist die Meditation. Mit ein wenig Übung kannst du die spezielle Chakra-Meditation erlernen und selbst praktizieren. Richtig angewendet kannst du mit deinem gestörten Sakralchakra in Kontakt treten und es heilen. Auch Yoga wird als geeignetes Heilverfahren in der Literatur genannt. Beim Yoga Nidra, der Königsdisziplin der tiefen Entspannung, kannst du deinen Energiekörper heilende Frequenzen übermitteln. Eine weitere Möglichkeit sind achtsam durchgeführte Atemübungen. Dabei lenkst du gezielt Lebensenergie in Richtung des korrespondierenden Chakras. Ebenfalls lässt sich dein Emotionalkörper stärken mit Hilfe der Aura-Reinigung und Prana-Heilung. Diese Energiearbeiten sollten alles Negative aus der Aura entfernen, Blockaden lösen und für einen freien Fluss der Lebensenergie sorgen. Die Arbeit mit dem inneren Kind ist eine weitere Option, wie du deinen Emotionalkörper reinigen kannst. Dieser sehr aufwendige Ansatz aus der Traumatherapie kann dazu führen, dass sich liebevolle Empfindungen ganz von selbst in dir ausbreiten. Je stiller du wirst, desto mehr reinigt sich dein Emotionalkörper. Auch die Emotionalkörpertherapie kann sehr hilfreich sein, Blockaden deines Emotionalkörpers zu lösen. Im Wesentlichen geht es darum, mit deinem inneren Wesen in Kontakt zu treten und Antworten zu finden auf all das, was dich blockiert, dir Kummer bereitet oder dir Schmerzen zufügt. Ziel ist es, negative Gefühle und Emotionen wie Angst, Zorn und Wut usw. zu erkennen, mit ihnen zu kommunizieren und sie schließlich in positive Stimmungen zu transformieren. Mit diesem Wandlungsprozess verändert sich auch dein Emotionalkörper, der dich fortan mit mehr Kraft, Glück, Zufriedenheit und Lebensfreude versorgt. Nummer 3. Mentalkörper. Der Ort der Gedanken. Ist der Mentalkörper harmonisch und ausgeglichen, kannst du deinen Alltag bewältigen und dein Ich-Bewusstsein ist positiv ausgerichtet. Du bist in der Lage, dich zu konzentrieren und entwickelst eine angenehme Persönlichkeit. Sind deine Überzeugungen jedoch negativer Natur, fühlst du dich unsicher und hast Schwierigkeiten, dich anhaltend auf etwas zu konzentrieren. Minderwertigkeitskomplexe können sich entwickeln, außerdem stellt sich häufiger die Frage nach dem Sinn des Lebens, als das bei anderen Menschen der Fall ist. Wo befindet sich der Mentalkörper? Der Mentalkörper umschließt den Emotionalkörper und grenzt an den Astralkörper. Er ist fähig, sich spontan zu vergrößern und zu weiten. Das geschieht, wenn dich ganz überraschend eine Erkenntnis trifft.
Er erstrahlt in sanften, hellgelben Pastelltönen, die sich verdunkeln, wenn dich negative Gedanken quälen. Dann wirkt der Bereich grau und zusammengepresst, was dauerhaft zu ernsten Schädigungen führt. In diesem Bereich nimmst du Schmerzen zuerst wahr, weil jede physische Schmerzerfahrung Gedanken als Ursache hat. Ängste, Ärger und Traurigkeit sind Emotionen, die die Energie im Metallkörper verändern und Störungen erzeugen. Diese reichen bis in den physischen Bereich, wo sie als Symptome und Erkrankungen sichtbar werden. Im Gegenzug können positive Gefühle dafür sorgen, dass sich der Mentalkörper ausdehnt und intuitives Wissen sowie Visionen verstärkt wahrnehmbar werden. Was ist im Mentalkörper gespeichert? Deine Mentalität umfasst alle Gedanken und Überzeugungen, die du im Kleinkindalter von den Erwachsenen übernommen hast, die dich umgeben haben. Aus ihnen resultieren deine Erfahrungen, Gewohnheiten und dein Selbstbild. Umgangssprachlich werden all diese Dinge als dein Ich bezeichnet, was dich zu einem Individuum macht. Deine positiven Gedanken entstammen dem universellen Bewusstsein und machen es dir möglich, deine mitgebrachten Fähigkeiten und Talente in perfekter Weise auszudrücken. Negative Überzeugungen begrenzen deine Welt und sorgen dafür, dass der Mentalkörper disharmonische Strukturen aufweist. In diesem Fall wirst du die Erfahrung machen, in bestimmten Lebensbereichen immer wieder an Grenzen zu stoßen. Welches Chakra ist dem Mentalkörper zugeordnet? Der Mentalkörper korrespondiert mit dem Solarplexus-Chakra, das in etwa im Bereich des Bauchnabels liegt. In diesem Energiezentrum sind die Welt der Gedanken das Hauptthema. Ebenso befindet sich hier der Sitz unserer Persönlichkeit, unserer Identität und das bekannte Bauchgefühl. Wie äußern sich Störungen im Mentalkörper? Ein harmonisch ausgerichteter Mentalkörper bringt deinen Lebensplan hervor, schenkt dir wertvolle Ideen und bewirkt im positiven Gedanken die Neugier und Freude auf jeden neuen Tag. Störungen verkehren alles ins Gegenteil. Du hast das Gefühl, innerlich eingesperrt zu sein, keinen Platz in diesem Leben zu haben und bist immer wieder mit Konditionierungen aus deiner Kindheit konfrontiert. Das kann zu Panikattacken und Depressionen führen, die sich durch den Emotionalkörper ausdrücken. Mut, Enthusiasmus und Erfolgswillen werden durch begrenzende Gedanken unterdrückt, die sich auf die Psyche und den gesamten Körper auswirken. Mit welchen Methoden kannst du deinen Mentalkörper energetisch reinigen? Der mentale Körper lässt sich durch die energetische Reinigung der Chakras und durch das sogenannte Weiten säubern. Verlustängste, Schuld und Scham, Seelenerinnerungen und Gelübde aus der Vergangenheit werden entfernt. Der mentale Körper wird dabei ausgedehnt, sodass sich alle Blockaden sanft aus dem Feld lösen können und durch universelle Energie ersetzt werden. Die veränderte Energie führt dazu, dass du dich lebendiger fühlst, die Sinnesorgane besser arbeiten, manipulierende Einflüsse verschwinden und du dich unbeschwert erlebst. Es gibt verschiedene Formen der Energiearbeit, die ich dir kurz vorstelle. Chakra-Meditation. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Mentalkörper blockiert ist, kannst du versuchen, ihn mit Hilfe einer gezielten Chakra-Meditation zu reinigen. Konzentriere dich dabei voll und ganz auf das korrespondierende Solarplexus-Chakra und flute es mit Ruhe, liebevollen Gedanken und Frieden. Mit der Zeit werden die Störungen abgebaut. Jetzt kann die Lebensenergie wieder besser fließen, was wiederum eine positive und heilende Wirkung auf deinen mentalen Körper hat. Yoga. Lass Sonne und Wohlbefinden in deinen Bauch. Yoga ist eine gute Methode, wieder in Balance und Harmonie zu kommen und deinen Mentalkörper zu heilen. Einfache Körperübungen, wie zum Beispiel das Auflegen beider Handflächen auf deinen Bauch und Atemübungen, die speziell auf das Solarplexus-Chakra abgestimmt sind, können Energieblockaden abbauen und dafür sorgen, dass sich dein Energiekörper erholt. Aura-Reinigung. Ist dein Mentalkörper mit negativer Energie belastet, bietet sich auch eine gezielte Aura-Reinigung als Therapie an. Aurasichtige mit besonderen visuellen Fähigkeiten vermögen Verfärbungen in deinem Lichtkörper zu erkennen und sie wieder in strahlende Farben zu verwandeln.
Du selbst kannst aber auch schon eine Menge tun, um deine Aura zu reinigen und nachhaltig zu stärken. Hierzu gehört beispielsweise ein achtsames Leben, das Rezitieren von positiven Mantras, eine gesunde Ernährung oder aber stärkende Ornamente. Schutzsymbole. Auch die tägliche Arbeit mit Schutzsymbolen trägt dazu bei, dass Energien besser fließen. Perfekt ist ein Bild mit der Blume des Lebens oder dem Solarplexus-Chakra-Zeichen. In den handgemalten Bildern sind positive Schwingungsenergien enthalten, die deinen mentalen Körper kräftigen und ihn wieder in einen farbenfrohen und gesunden Zustand versetzen. Nummer 4. Der Kausalkörper. Dieser Körper ist die Schnittstelle zwischen geistiger Welt und unserer Seele. Je weiter wir uns spirituell entwickeln, desto mehr Informationen des Kausalkörpers können den Emotional- und den Mentalkörper ungehindert passieren und die Welt uns so zeigen, wie sie eigentlich ist. Im Kausalkörper sind auch Spuren von vergangenen Leben abgespeichert. Der Energiekörper, der in dem System am höchsten schwingt, ist der Kausalkörper. Wo befindet sich der Kausalkörper? Der Kausalkörper wird häufig als spirituelle Aura bezeichnet. Sie besteht aus goldenen Lichtstrahlen, die deinen leiblichen Körper wie eine schützende Hülle umgeben. Seine Ausdehnung kann bis zu 1 Meter reichen. Innerhalb dieses Raumes schützt der Kausalkörper alle anderen feinstofflichen Körper, wie zum Beispiel den Mentalkörper, den Astralkörper, den Energiekörper und den Ätherkörper. Was ist im Kausalkörper gespeichert? Tagsüber bist du mit deinem physischen Körper identifiziert. Nachts löst du dich von all dem und trittst mit deinem Bewusstsein in die Ebene des Kausalkörpers ein. Hier darfst du ohne eine Rolle sein und nichts tun. Du bist einfach nur existent und erfährst in diesem Zustand pure Glückseligkeit. Hier bist du an einem Ort, an dem du dich als das erfährst, was du wirklich bist. Reines Sein, das frei vom Körper und einer Persönlichkeit ist und deshalb in tiefer Seligkeit verharrt. In diesem Bereich wird die Verbindung zur geistigen Ebene hergestellt. Auch vorangegangene Leben lassen sich hier berühren und ihre Verbindung zur Gegenwart untersuchen. Außerdem gehören geistiges Heilen, Channeling und alle Entdeckungen der metaphysischen Ebene zum Potenzial des Kausalkörpers. Welches Chakra ist dem Kausalkörper zugeordnet? Das Kronenchakra, das 7. Chakra, welches dich mit dem Göttlichen verbindet, steht in direktem Zusammenhang mit dem Kausalkörper. Dieser ist kein Energiefeld, da er über dessen Schwingungen hinausgeht. Dieses Informationsfeld nimmst du über den Tod hinaus mit und überträgst es in dein nächstes Leben. Daher hast du oft das Gefühl, dass dir etwas bekannt vorkommt, obwohl du noch keinen Kontakt dazu hattest. Was können die Gründe sein für einen geschwächten Kausalkörper? Wenn du die äußeren Umstände als Ursache deines Lebens betrachtest, schneidest du dich vom göttlichen Energiefeld ab. Akzeptierst du lediglich die Formen der Welt, hast du keinen Zugang zu feinstofflichen Energien und somit auch nicht zu deinem Kausalkörper. Dann erkennst du nicht, dass alles im Universum zusammenhängt und einander beeinflusst. Du verstehst nicht, dass es keine voneinander getrennten Formen gibt, dass der Mensch durch Beschreibungen und Worte Grenzen erschafft, die in Wahrheit nicht existieren. Lebst du mit deinen Sinnen ausschließlich in der Welt, verblasst mit der Zeit der Zugang zum gesamten Universum und dem Informationsfeld, das alles verbindet. Wie kannst du deinen Kausalkörper reinigen? Ist dein Kausalkörper blockiert? Hat das unmittelbare Auswirkungen auf dein körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden? Mit feinstofflicher Energiearbeit kannst du deinen Kausalkörper reinigen. So harmonisierst du deine Beschwerden und du kommst wieder in eine Balance, die dich glücklich und zufrieden macht. Eine oft eingesetzte Möglichkeit, den Kausalkörper zu unterstützen, ist die Meditation. Besonders erfolgsversprechend ist dabei die Chakra-Meditation, die du mit ein wenig Übung
auch als Selbsttherapie anwenden kannst. Sie ist darauf ausgerichtet, dein aus der Balance geratenes Kronenchakra gezielt anzusprechen und es zu heilen. Verstärken kannst du auch hier den Effekt, wenn du Schutzsymbole wie zum Beispiel die Blume des Lebens während der Meditation nutzt. Die von dir ausgehenden Schwingungen transportieren kosmische Energien in deine Aura. Vertraust du dich einem Auraheiler an, so ist es ein weiterer Weg, deinen Kausalkörper zu heilen. Diese Menschen verfügen über ganz spezielle Sehfähigkeiten und können anhand von Auraverfärbungen erkennen, ob dein Kausalkörper Hilfe und Zuwendung benötigt. Wenn statt eines leuchtenden Violetts dunkle und verblasste Farben dominieren, deutet das zum Beispiel auf Störungen und Blockaden hin. Mit einer Aurareinigung können die Farben deines Kausalkörpers wieder klar und lichtvoll werden. Auch die Prana-Heilung kann Defekte an deinem Kausalkörper beheben. Dabei werden deinem Energiekörper gezielt kosmische Energien zugeführt. Ebenfalls kannst du deinen Kausalkörper mit Hilfe von Yoga reinigen. Hierfür eignet sich das Karma-Yoga. Praktizierst du es regelmäßig und konsequent, lernst du dein eigenes Ego zurückzustellen, selbstlos zu handeln und für deine Mitmenschen und andere Lebewesen was Gutes zu tun. Diese positiven Dinge übertragen sich wiederum auf deinen gegenwärtigen und für diejenigen, die an ein neues Leben nach dem Tod glauben, zukünftigen Kausalkörper. Wenn es dir also gelingt, deinen Kausalkörper zu stärken, kannst du Verbindung zu deiner Seele aufnehmen. Von ihr erhältst du deinen Lebensplan und kannst dich auf karmische Aufgaben einstellen. Je mehr du in der Meditation in die feinstofflichen Ebenen eintauchst, desto effektiver wird der Kausalkörper gestärkt. Negative Gefühle, frühkindliche Konditionierungen und einengende Bindungen lösen sich auf, was gleichzeitig einen immer stärkeren göttlichen Einfluss zur Folge hat. Jetzt nutzt du deine Sinnesorgane nicht länger, um äußere Reize in dich aufzunehmen. Stattdessen verbindest du dich mit der inneren Welt und bringst von dort Liebe, einzigartige Ideen, Heilung und Hoffnung in die Außenwelt. Hast du schon mal Erfahrungen mit der Aura gemacht? Oder kannst du die Aura schon sehen? Schreib mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über einen respektvollen Austausch. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Und vergiss nie, du bist geliebt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Dankeschön.